Tut dir die Wetscherer leid? Findest du das ein Opfer, oder? Ja, durchaus. Letztlich ist sie ein armes Mädchen, das in etwas hineingejagt wurde und sicherlich von Anfang an nicht geplant hat zu sterben mit diesem hochbewunderten Mann. Warum ist der Sarg eigentlich hier im Museum und nicht im Grab? Als sie am 1. Februar des Jahres 1889 beigesetzt wurde im Heiligen Kreuz, Kreuzer Friedhof, musste sie im Selbstmördereck, das gab es das damals noch, beigesetzt werden, in einem Holzsack. Die Mutter Helene hat dann erwirkt, dass sie in eine schönere Gruft kommt und hat sich dann bemüht, einen Sarg von der Firma Beschorner zu bekommen. Jene Sargfirma, die auch die Särge für den Kronprinz Rudolf gemacht hat. Also da ist der Versuch, sie auf gleiche Ebene zu heben. Man hat dann gesehen, dass dieser Sarg geplündert wurde, wahrscheinlich von russischen Besatzungssoldaten. Dann kommt sie in den dritten Sarg und man hat gehofft, naja, da hat sie jetzt endlich die ewige Ruhe gefunden. Nein, 1991 im Juni wird dieser Sarg entwendet von einem Linzer Möbelhändler, der auf eigene Faust das Rätsel von Mayerling lösen möchte. Also wenn man den Werdegang ihres Skelettes, sagen wir so, anschaut, dann kann man sagen, es gibt kaum irgendwelche Toten, die so herumgeschleift worden sind wie diese Knochen von dem Mädchen. Dritter Gang. Es gab so Poesiealben und sie schreibt, ja, der große Held Siegfried, das fasziniert sie. Sie hat Angst vor Spinnen. Also etwas, was heute wahrscheinlich ein Mädel in dem Alter auch genauso hineinschreiben würde. Nämlich Backfisch hat man ja damals die Teenager bezeichnet und sie war also sicherlich ein hysterischer Backfisch, der sich den Kronprinzen in den Kopf gesetzt hat. Die hat einfach gewusst, mir fehlt noch etwas, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Und da hat sie eine Frau, die sie unterstützt, die Marie Lariche. Die Marie Lariche ist eine Nichte von der Kaiserin Elisabeth und sie mag die Stephanie nicht. Und denkt sie, na, führe ich doch eine Geliebte zu, dann wird die Stephanie schon sehen, wo sie bleibt. Die beiden haben sich kennengelernt, Rudolf und Mary Wetscherer, bei einem Rennen in der Freudenau. Glaubst du, war damals auch so ein geschissenes Wetter, wie sie die Wetscherer und der Kronprinz Rudolf kennengelernt haben? So schlimm ist ja gar nicht heute. Das war ja da so ein High-Society-Platz, wo sich der Adel getroffen und vergnügt hat. Und das sehe ich eigentlich mehr im Sonnenlicht, oder? Ach so. Ich glaube nicht, Naja, dass die Regen daherkommen sind. Ja, stell dir vor, die Wetscherer geht doch im Gatsch. Sie hat's hin und der Kronprinz Rudolf sagt, kann ich Ihnen helfen? Ein schönes Bild. Sagt sie, was sagt er zu ihr, mein Fräulein? Was hat er eigentlich, glaubst du, was hat er zu ihr gesagt? Und hat er gleich nach dem Namen gefragt? Entschuldigung, mein Name ist Kronprinz Rudolf, wie heißen Sie? Ja, ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Wie brät ein Kronprinz in der Öffentlichkeit eine junge Dame an? Sie hat attraktives Aussehen gehabt und dafür hat sich Kronprinz Rudolf immer interessiert, hat aber natürlich das nicht sonderlich ernst genommen. Nur gab es jetzt diese Marie Lariche, die jetzt in dieser Person, der Mary Wetscherer, ein Instrument gesehen hat, um diese Ehe von Kronprinz Rudolf und Stephanie zu zerrütten. In dem Fall aber ist es natürlich die Mary Wetscherer, die von sich aus bedingungslose Liebe fordert und diese Bedingungslosigkeit auch immer auch zum Ausdruck bringt. Sagt, sie ist bereit, alles zu machen, was er haben möchte. Und Rudolf geht das Experiment ein. Das war ja eine unglaubliche, selbstbewusste Person. Also nicht irgendwie so ein Hascherl, sondern diese Mary Wetscherer war schon durchtriebenes Luder, würde ich sagen. Also auf einem Hofball dieses junge Mädchen da den Hofknicks verweigert hat vor der Kronprinzessin, vor der Stephanie von Belgien. Das war natürlich ein Eklat. Und da hat es dann die Runde gemacht und es ist publik geworden. Man muss schon in diesen Gesten auch lesen, um gewisse Dinge zu verstehen. Da war es wohl auch dieses Bedürfnis von der Mary Wetscherer, auch diesen Einfluss auch bis zum konsequenten Ende durchzugehen, weil Kronprinz Rudolf hat ja vorher schon die Lust gehabt, sich umzubringen. Sie möchte gefallen. Ja, auf jeden Fall will sie so, gefallen. Sie möchte dabei sein. Möchte sie Bedeutung haben? Kann man das auch? Ich meine, so wie wir das interpretieren können? Ja, ich glaube, das ist Rockstar-Fandom, Extremes. Das ist wie Beatlemania.
bereit, Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich 3-4 Jahre später in ihrem Leben nicht mehr bereit gewesen wären. Lustigerweise kommt mir das Bild eines Lollipops. Farbe. Es braucht Farbe. Sie ist eine Minderjährige. In ihrem Kopf geht's drunter und drüber und sie weiß nicht, was ihr Platz ist. Wäre was Naives auch? Hat's was Naives? Ja. Der Rausch entsteht dann dadurch, dass er plötzlich in der Realität vor ihr steht und dass dann ihr das widerfährt, was sich ganz viele kleine Mädchen in dem wie in Wien damals gewünscht hätten. Du brauchst etwas sehr Einfaches, das aber sehr schön aussieht, relativ banal ist, das durch eine kleine Zutat, die teuer, die preziös ist, erst zu dem wird, was sie sich gewohnt. Also was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel ein Ei. Mary. Pikante Haferflocken. Rote Rüben. Frischkäse. Safrankarotte. Ein gekochtes Ei. Forellenkaviar. Schnittlauch. Die Naivität der Haferflocken als Grundlage. Die bunte Vielfalt als Farbenrausch mit roter Rübe, Frischkäse und Safrankarotte. Ein einfaches Produkt. Ein Hühnerei, wie durch den Kaviar gehoben.